auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. It isn't Mr. Peanut on the third spot. They were 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Rennsport-Fans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen. Es ist mal wieder Sonntag, 18:30 Uhr. Sunday Grand Prix Serie steht auf dem Programm. Wir haben die 10. von 12 Saisonstationen, sind heute wieder in Kanada, allerdings diesmal in Moosport. Und wir haben fast alle unsere Jungs am Start. Außer unseren Tommy, der ist im Urlaub. Es sei ihm gegönnt. Würde ich sagen, schauen wir mal, was unsere Jungs heute alle so auf der Strecke bringen können. Und wünsche euch allen ganz viel Spaß. Oh, I better start my stream soon. Yes. You haven't started it yet? Oh, I'm always last minute, Jim. Me. I don't want to give away my speed until yeah. Last second. Yeah. So let's see. I'm in second. That's really quick, isn't it? It used to be slower than that. Car number 7, boy. lucky 7. I'm always You're number 7. my lucky number. What am I? Let's have a look. 5 Germans. 17. In. Holy fuck. What's wrong with that many Germans? Daniel Gales ist German. Wolfram Kuhn. Adam Platzka, Björn Hattermann. So I only fight with Lehman. Lehman's a funny one. He sometimes he's my speed, but then sometimes he's much faster than me. Ja. Lehman is fast. Yeah, sometimes I've been fighting with him. Yeah, but some tracks he's not as quick. I get the feeling sometimes he doesn't practice, and that's why he's not as fast. Oh, he practiced a lot this week. Okay. Weiser. So. Da hast du deine 2 Splits, mein Freund. Ja. Du hast noch 6 Sekunden, Alter. Dann Voll. Jungs, alles Gute euch, wollte ich nur sagen. Möge die Danke. Macht mit euch sein und ich hoffe, ihr habt ein gutes Ergebnis und wir hören uns dann danach nochmal. Bis dahin, später. Ich bin bei euch, ne? Alles Gute. wir sind bei dir. Bye bye. Hau rein. Haut rein. So. Warte mal, jetzt bin ich erstmal hier auf einem anderen Kanal. Ja. So, da haben wir heute also 20 Fahrer im Grid stehen, die insgesamt 32 Runden absolvieren müssen. Welcome back. Wie immer C-Lizenz, kein Boxenstopp, keine Schnellreparatur und das Setup ist freigestellt. Die Stärke des Feldes beträgt 1894. Und die Qualifikation ist hier auch schon in vollem Gange. Right. 2.8, I think, is the Yanne Lima. Right. Have I got everything working? Und unsere Jungs gehen jetzt hier nach und nach alle auf die Strecke raus. Unser Björn zählt natürlich heute wieder zu den absoluten Top-Favoriten. Hoffen wir mal, dass er nicht wieder die Quali versemmelt. We'll try our very best. That's all we can do. Sure about that. Some really quick guys here. I definitely want to try and aim for a top 10, but Heute haben wir auch wieder Janne Liemann am Start, unseren Flying Finn. got to finish first. Finish in top 10. First shot. Er konnte ja das Auftaktrennen der diesjährigen Saison in Long Beach gewinnen. The Ackermans. Danach lief die Saison etwas holprig.
Und da kommen die Jungs auch alle das erste Mal Richtung Ziellinie. I'm okay, Spear. I'm okay. Aktuell Janne Liemann vor Björn Ackermann. We've got qualifying, Spear. Moss. Philipp Savoy auf 3 und Jason Krakowiak aktuell auf 4. Manning Grinham P5. Und unser Wolfram aktuell auf P6. And the gear is not going in! What the fuck? Björn hat mal wieder Pech im zweiten Qualifying ran. Wow. Ben. Yeah. Okay. Ben und Paul. Wow. Are you fucking kidding me, Ben? What? Oh, congratulations Ben on pole. Fucking alien. Turn off the grip hex, Axel. Congrats. Awesome. Well, Awesome lap. Congrats. Oh, mega. Ben, how? What? Come on. That's twice I've done a good lap on qualifying with Caesar. Unser Björn startet von P8, Wolfram von P9. Byron P15. Adam P18. Yeah, I had a bad quali. Lance has no time. Byron Startplatz 15. 4. Und Adam Startplatz 18. He's not qualified. Daniel Gales Startplatz 2. Philipp Savoy Startplatz 3. Und Janne Liemann Startplatz 4. Finlay Mellor-Smith komplettiert die Top I'm 5. scared. So many fast people behind me. You've been hiding your alien status this whole time. I think I'm Oh, going what? to go for 56 litres. Does that sound about right? That sounds about right. Let me see. Björn mit deinem Blitzstart. Was du mit dem Wolfram nicht viel zu tun haben. I'm at 59.1 liters. Und damit ist die Qualifying Session jetzt auch beendet und das Gritting müsste gleich beginnen. Because iRacing always setup always gives you too much. Yeah, 59.1 liter is for 34 laps. According to my... everyone. Right, here we go. Sunday race, Lotus 79 here at Motorsport. Somehow, second split, somehow qualified with a pole. My best lap ever. 32 laps. Let's see what we can do. Hopefully we get a good start. There's quite a few guys that are a fair bit quicker than me, so I was very surprised with pole. Let's see how we get on. 22, I believe, in here. 10, 9, 7. 8, See how we get on. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green Flag und die wilde Yacht ist gestartet. Sofort stürmt hier Ben in Front. Direkt dahinter kämpft Daniel Gales mit Philipp Savoy um Position 2. Philipp muss sich da nochmal hinten anstellen. Janne Liemann auf 4 und Björn schon wieder einen seiner Blitzstarts hier hingelegt, liegt auf P5. Und da geht der erste Fliegen. Philipp Savoy schlägt hier auch ein. Uiuiui. Und auch unser Byron hatte da schon im ersten Moment einen kleinen Wackler. Zum Glück nichts passiert und weiter geht's. Byron fällt da weit zurück, aber alle Fahrzeuge sind hier noch auf der Strecke. Hier vorne Ben immer noch in Front, gefolgt von Daniel Gales. Direkt dahinter Finlay Mellor-Smith. Janne Liemann auf 4 und Björn Ackermann auf 5. Und da geht der nächste weit. Finlay Mellor-Smith ist dann ein Stück weit rausgekommen. Ganz leichter Detscher an die Mauer, aber weiter geht's. Und hier nochmal der Startunfall vom Philipp. Unten im Replay nochmal schön zu sehen. Philipp Savoy kommt hier in Kurve 2 viel zu weit raus und ist viel zu schnell. Segelt hier über die riesige Auslaufzone. Muss sich aber mal kurz an den Reifenstapeln anlehnen, kann aber weiterfahren. Das Auto scheint hier beschädigt, fällt hier aber bis ans Ende des Feldes zurück. Adam hat sich inzwischen bis auf Platz 14 nach vorn gekämpft. Direkt hinter ihm Lance Simon und vor ihm Martin Reisman. Und hier vorn Daniel Gales jetzt in Führung gegangen. Ben Sommers auf P2, Janne Liemann P3 und unser Björn auf P4. Dahinter schon eine kleine Lücke zu Kurt Klapper auf 5 und Finlay Mellor-Smith ist bis auf P6 zurückgefallen. P7 Joshua Hampton und unser Wolfram liegt auf einem sauberen 8. Platz. Da sind bis auf Byron alle unsere Jungs heute hier top vom Start weggekommen. P2 at the moment, P2. Hinterm Wolfram liegt Jason Krakowiak auf P9 und Robert Simpkins schließt die Top 10 ab. Die Turner auf P11, Martin Reisman auf P12 und Adam inzwischen P13. Und unser Byron ist durch den kleinen Ausritt in der ersten Runde bis auf P17 zurückgefallen. Aber wir sind ja gerade erst in der zweiten Runde, da ist noch alles drin hier im Rennen. Hier sind wir aktuell mal bei Jason Krakowiak an Bord. Er hat unseren Wolfram fest im Blick.
Oh, sorry, Ben. No, you're right. Und während wir uns im Hinterfeld mal umgeschaut haben, ist sowohl Janne Liemann als auch unser Björn am Ben vorbeigegangen. Unser Björn hat heute mal wieder eine sensationelle Pace drauf, aber auch Janne Liemann ist heute ein ebenbürtiger Gegner, sowie Daniel Gales, der das Rennen jetzt hier anführt. Daniel hat auch aktuell die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Jetzt muss Ben schauen, dass er da dranbleiben kann. Ich glaube, der kann die Pace von den Jungs ganz vorne nicht ganz mitgehen. Aber vielleicht macht der einer von denen einen Fehler und dann ist immer noch ein Podiumsplatz drin. Schauen wir mal, das Rennen ist noch lang. Der Abstand nach hinten zum Kurt Klapper wird immer größer. Der beträgt jetzt schon 1,5 Sekunden. Hier haben wir Kurt mal im Bild. Der letzte in den Top 5. Direkt hinter ihm Finlay Mellor-Smith, Joshua Hampton und Wolfram Pfund. Und da geht der nächste geradeaus. Oh, da hat es einen schweren Unfall gegeben. Schauen wir uns den Unfall von eben direkt nochmal an. Joshua Hampton unten im Replay schön zu sehen, fährt ein bisschen schnell in die Kurve rein, verliert sein Auto und kracht außen in die Barriere rein. Das Rad fliegt ab, da ist das Rennen vorbei. Inzwischen hat Björn es geschafft und ist an Janne Liemann vorbeigegangen. Weiterhin ganz dicht hinten dran unser Ben. Daniel Gales in Front konnte sich ein Stück von den Jungs hier absetzen. Mal sehen, wie schnell Björn die Lücke dazu fahren kann. Und auch Ben hält sich hier hinter Janne Liemann hervorragend. Kurt Klapper kann den Abstand von ungefähr 1,5 Sekunden halten. Und wir hatten noch einen kleinen Zwischenfall im Hinterfeld, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Thomas Lovell fährt ja auch zu schnell in die Mosskurve rein und verliert das Heck von seinem Fahrzeug. Da qualmen die Reifen, zum Glück nichts passiert und er kann weiterfahren, liegt eh ganz hinten am Ende des Feldes. No! Oh nein, da hat es Björn schon angekündigt. Auch er verliert das Heck von seinem Fahrzeug hier. Rodelt von der Strecke. Da hinten der nächste. Ein Einschlag. Unser Wolfram hier mit 3 Rädern. Oha. Da haben wir gleich 2 schwere Unfälle. Wolfram versucht hier noch an die Box zu kommen mit 3 Rädern. Wolfram fährt mal wieder nur mit 3 Rädern. Ja. Da ist jetzt hier aber auch so einiges durcheinander geraten. Das müssen wir uns gleich direkt nochmal anschauen. Keith Turner geht jetzt an Martin Reisman vorbei. Direkt dahinter Adam Klatzka. Und auch Björn fährt ein bisschen schnell in die Mosskurvenkombination rein, kommt da auf den Curb raus und verliert das Heck von seinem Fahrzeug, dreht sich ein. Und sowohl Janne Liemann als auch Ben Sommers können vorbeigehen und auch noch ein paar andere schlüpfen da durch. Und auch unser Wolfram hat es nicht ganz bis zur Box geschafft, ist hier noch einmal abgerutscht. Wird wohl jetzt das Fahrzeug abstellen, schauen wir gleich noch, was da passiert ist. Daniel Gales mit der schnellsten Rennrunde konnte seinen Vorsprung ausbauen, jetzt auf P2 Janne Liemann und P3 weiterhin Ben Sommers, Top-Resultat. P4 jetzt Kurt Klapper und auf 5 Finlay Mellor-Smith. P6 haben wir Jason Krakowiak und auf 7 unseren Björn. Oh nein, wir haben noch nicht mal unseren Wolfram seinen Unfall angehört. Da hören wir es gerade. Auch Bayern hatte da einen Zwischenfall. Das Auto liegt hier kaputt auf der Strecke und er scheint da unschuldig abgeräumt worden zu sein. Schauen wir uns erstmal Wolframs Zwischenfall an. Oh, Wolfram scheint hier einen anderen Bremspunkt gewählt zu haben als Finlay Mellor-Smith und knallt ihm hinten aufs Rad drauf, fliegt daraufhin ab, knallt in die Barriere und verliert sein Rad. Ach, sehr, sehr schade. So ein Top-Rennen bis hierher, eine Top-Position. Sehr, sehr schade. Und dann versucht er hier nochmal weiterzukommen und rutscht dann nochmal ins Aus. Das macht den Kohl aber jetzt auch nicht mehr fett. Inzwischen hat Janne Liemann, unser Flying Finn, hier die schnellste Runde des bisherigen Rennens hingebrettert und versucht nach vorn aufzuholen. Ben verliert da so langsam den Anschluss, kann die Pace nicht ganz mitgehen. Trotzdem bis hierher ein wahnsinnig tolles Rennen heute mal wieder von unserem Ben. Und wir schauen uns jetzt nochmal den Zwischenfall mit dem Bayern an. Oh, da waren sogar noch mehr mit drin verwickelt. Wir sehen es hier. Keith Turner schickt hier Robert Simpkins ins Off. Der muss hier durchs Grün, versucht sich dann wieder auf die Strecke zu retten. Und beim Eintritt auf die Strecke wird er ausgehebelt und schießt unseren Bayern ab. Sehr, sehr unglücklich. Das war sicherlich Roberts Absicht. Aber verständlich, dass unser Bayern da ein bisschen sauer ist. Damit haben wir sowohl Wolfram als auch unseren Bayern heute hier verloren. Aktuell haben wir immer noch unseren Ben auf P3. Unseren Björn haben wir auf P6. Und Adam liegt inzwischen auf dem 12. Platz. Unser Robert scheint den Unfall da irgendwie überstanden zu haben und ist hier noch auf P16 unterwegs. P17 dann Juan Jimenez, P18 Thomas Lovell und auf P19 haben wir Norman Berger.
Emmett. Und unser Björn hat hier die Lücke zu Finlay Mellor-Smith und Kurt Klapper schon wieder fast zugefahren. Von hinten droht da keine Gefahr. Jason Krakowiak, unser Kanadier, ist da schon mehr als 4 Sekunden weit weg von den Jungs hier vorne. Hier haben wir Keith Turner auf P9, hinter ihm Philipp Savoy auf 10, nach Start ziemlich weit zurückgefallen. Dann haben wir auf 11 Manning Grinham und auf 12 Jordi Figueroa und auf 13 unserem Adam, direkt gefolgt von Lance Simon auf 14. Die Jungs gehen jetzt in die 8. von ungefähr 32 Runden. Mal schauen, bei der Pace, die Björn heute drauf hat, müsste er über kurz oder lang eigentlich die Spitze wieder erreichen, wenn er nicht noch ein paar Fehler einbaut. Ist jetzt gleich an Finlay und am Kurt dran. Es kommt ja auch darauf an, wie schnell er an den Jungs vorbeikommt. Jetzt hat direkt vor ihm Finlay einen kleinen Fehler gemacht und schon hat Björn sich hier den ersten geschnappt und ist jetzt schon wieder auf P5 nach vorn gegangen. Inzwischen hat unser Kurt hier einen Rückstand von über 3,5 Sekunden nach vorn zu Ben Summers. Und Björn holt damit 7 Meilenstiefeln auf. Und Byron analysiert da unten in seinem Twitch nochmal die Katastrophe von vorhin. Mal wieder ein mehr als solides Rennen heute wieder von unserem Kurt hier auf P4. Allerdings kommt ja Björn von hinten wieder Blitz angebraust. Unser Ben hier auf P3 hat inzwischen einen Rückstand von 2,5 Sekunden zu Janne Liemann. Ganz hier vorn Daniel Elgalis, 2 Sekunden Vorsprung auf den ganzen Rest des Feldes. Ein tolles Rennen bis hierher. Oh, und da hören wir schon, da liegt der nächste in der Mosskurve. Thomas Lover hier ganz hinten am Ende des Feldes, wird auf dem Curb ausgehebelt, kommt auf der anderen Seite ein Stück zu weit raus und verliert erneut sein Fahrzeug. Die Mosskurve hier scheint für viele ein Problem zu sein. Er fährt aber hier ganz schnell vernünftig rückwärts von der Strecke, um niemanden zu behindern, und weiter geht's. Und hier ist, wie vorhergesagt, Björn jetzt auch an unserem Kurt vorbeigegangen. Unser Björn hier letzte Runde eine Sekunde schneller als Kurt und kann sich sofort von ihm absetzen. Bin ich mal gespannt, wie lange Björn braucht, um die 4 Sekunden Lücke nach vorn zum Ben zuzufahren. Er macht das heute mal wieder richtig spannend. Sehr, sehr schön für unsere Zuschauer. Ich glaube, wenn er von vorn gestartet wäre, wäre er jetzt schon über alle Berge. Unser Adam hier heute ein unauffälliges, aber auch ein sehr solides Rennen. Liegt hier auf dem 12. Platz. Hat nicht ganz die Pace nach vorn. Nichtsdestotrotz werden die Punkte mitgenommen. Lance Simon hier ohne Quali heute von hinten gestartet, liegt inzwischen auf P13 und hinter ihm Martin Reisman. Martin hatte vorhin auch einen Zwischenfall, den wir uns jetzt unbedingt nochmal anschauen müssen, den reichen wir jetzt nach. Und auch Martin Reisman wird die Mosskurve hier zum Verhängnis. Fährt innen zu weit auf den Curb, bisschen ausgehebelt und fliegt dann auf der anderen Seite ab. Ein harmloser Ausrutscher, fällt aber weit zurück. Da haben wir heute 90% aller Un- und Zwischenfälle in der Mosskurve zu verzeichnen. Björn hat inzwischen schon wieder 1,5 Sekunden von seinem Rückstand runtergehobelt. Björn is so fast. Go behind me. He should be winning right now, but he had that incident. Und am Ende des Feldes hat es einen nächsten Zwischenfall gegeben, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt jetzt mal hin. Norman Dennis Berger, ein Name, den ich heute auch hier das erste Mal höre, hat hier ein bisschen Probleme mit dem Fahrzeug. Kommt in der letzten Kurve ein bisschen ins Straucheln, dreht sich und fährt dann direkt erstmal in die Box zum kleinen Reparaturstopp. Unser Robert hat nach seinem unfreiwilligen Austritt in der 4. Runde heute auch wieder ein verkorkstes Rennen und fährt ganz hinten am Ende des Feldes rum. Schade. Björn hat inzwischen schon wieder mehr als 3,5 Sekunden zwischen sich und den Jungs hier hinten gebracht. Thomas Lover bringt da hier das Klassement etwas durcheinander. Hier kämpfen Finlay Mellor-Smith und Jason Krakowiak um die Position. Finlay hatte dann wilden Quersteher, konnte den aber super abfangen. Und mittendrin auch unser Byron, nach Reparaturstopp wieder rausgefahren. Fährt er ganz vernünftig an die Seite. We should have slowed down before Moss. That back marker. Und Jason Krakowiak hat es jetzt geschafft und ist an Finlay Mellor-Smith vorbeigegangen. Allerdings jetzt schon nach vorn zu Kurt Klapper in eine Lücke von über 2,5 Sekunden. Und auch dahinter wird gekämpft.
Philippe Savoy und Keith Turner, dazwischen Thomas Lavelle, der damit in den Kampf eingreift. Keith hat sich da gerade auch schon beschwert. Die Jungs gehen jetzt in die 13. von 32 Runden, also haben wir schon mehr als ein Drittel geschafft. Und hier vorne auf P2, Janne Lima und unser Flying Finn hat hier die nächste schnelle Runde in den Asphalt gebrannt und versucht Daniel Gales einzuholen. Ein bisschen mehr als eine Sekunde Rückstand hat er noch. Oh, und ich sehe gerade, plötzlich ist hier unser Adam verschwunden. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was dem passiert ist. Schalten wir direkt mal hin. Unser Adam hier fährt so schnell in Kurve 2 in die Clayton-Kurve rein. Ein Snapper und er verliert sein Fahrzeug und steckt unglücklich in die Reifenstapel ein. Das Fahrzeug ist so schwer beschädigt, dass das Rennen hier zu Ende ist. Sehr, sehr schade. Bis dahin ein sehr solides Rennen. Da haben wir also zum jetzigen Zeitpunkt schon 3 von unseren 5 Jungs verloren. Nichtsdestotrotz kämpfen hier Ben und Björn vorne um die Position. Ben kann sich da noch auf P3 behaupten, aber Björn kommt mit Riesenschritten von hinten an. Und auch hier vorne gibt es bald einen Zweikampf um die Führung. Daniel Gales kann sich noch vor Janne Liman behaupten. Der kämpft sich da aber Zehntel für Zehntel von hinten nach vorn. Nächster Zwischenfall im hinteren Feld, den schauen wir uns direkt mal an. Thomas Lavelle, der nächste Abflug. Ich glaube, da sind ein paar Stunden Übung noch fällig. Hi Ben. Hat heute so seine Probleme mit dem Lotus. Hey. Und da hat unser Einhörnchen jetzt auch den Rückstand zugefahren und geht am Ben vorbei. Ben wehrt sich da aber auch nicht groß, der weiß, was Björn da von der Pace drauf hat. Vielleicht jetzt in den Windschatten hängen und ein Stück mitziehen lassen, damit der Anschluss nach vorne nicht abreißt. Im hinteren Feld hat man den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Thomas Lavelle, der nächste Dreher, diesmal Ausgangs-Moss-Kurve. Im Hintergrund hat man auch gesehen, dass da noch Juan Jimenez mit abgeflogen ist. Die Jungs haben hier schwer zu kämpfen mit dem Lotus und jetzt fährt er da rückwärts und legt sein Auto aufs Dach. Unglaublich. Hier vorne an der Spitze kann Daniel Gales seinen Vorsprung von ungefähr 1,3 Sekunden auf Janne Liman jetzt schon seit Runden halten. Janne lässt da aber auch nicht nach und Björn rückt von hinten näher. Der Abstand ungefähr 6,5 Sekunden zur Spitze. Wir haben jetzt auch ungefähr Halbzeit erreicht. Wir gehen gleich in die 16. von 32 Runden und Björn kann sich hier auch sofort vom Ben absetzen. Hat schon über eine Sekunde Vorsprung. Und während die Jungs hier kämpfen, hat man im Hinterfeld den nächsten Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Finlay Melior Smith auf P8 liegen, verliert hier sein Fahrzeug im Kampf mit Philippe Savoy. Geht geradeaus, schlägt in die Reifenstapel ein und das Fahrzeug ist zerstört. Da ist das Rennen auch vorbei. Sehr schade. Martin Reisman kämpft hier mit Keith Turner um den letzten Top-10-Platz. Nach vorn zu Jordi Figueroa fehlen den Jungs allerdings schon 2 Sekunden. Nächster Zwischenfall, wir schalten direkt hin. Thomas Lavelle kommt hier nach Reparaturstopp aus der Box raus und hat sofort den nächsten Zwischenfall. Byron hier musste auch weit gehen. Schlägt hier ein und jetzt wird das Rennen wohl endgültig vorbei sein. Zum Glück kann der Byron weiterfahren, nur ein kleiner Ausritt durchs Kies und ein Inzident gesammelt. Und so wie es aussieht, hat Thomas Lavelle jetzt das Auto auch endgültig abgestellt. Genauso Finlay Melior Smith. Sehr, sehr schade. Juan Jimenez fährt noch. P15. Auf 14 haben wir unseren Robert. Versuchte das Rennen auch vernünftig zu beenden. Auf 13 haben wir dann Russell Hamilton. Und ganz hier vorne, alles beim Alten. Daniel Gales. 1,1 Sekunden vor Janne Liman. Der knabbert da ganz langsam den Rückstand weg. Und ganz hinten am Ende des Feldes hat man den nächsten schweren Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Da schalten wir direkt wieder hin. Norman Dennis Berger scheint da auch ein paar Probleme mit dem Fahrzeug zu haben. Kommt hier ins Schlingern, dreht sich hier ein und kocht sich hier die Reifen richtig heiß. Gibt hier Vollgas. Zerstört sich seine Reifen vollends. Gefährdet hier auch noch Lance Simon, der hier gerade so vorbeikommt und schlägt dann hier volle Wucht Eingangsboxengasse ein. Ein unglaublicher Unfall hier. Kann er direkt jetzt abbiegen, macht er auch.
Inzwischen kommt hier vorne Janne Liemann immer näher an Daniel Gales ran und hat den Rückstand schon auf unter eine Sekunde gedrückt. Und auch Björn holt hier fleißig auf. Genug Zeit dürfte er ja noch haben. Wir befinden uns gerade in Runde 17 von 32. Also haben wir ein bisschen mehr als die Hälfte schon geschafft. Und auch unser Ben ist da noch in Reichweite. Ist gar nicht so weit weg. Ein Top-Rennen heute für unseren Ben wieder. This sounds painful. Oh, Lovell was like pretty much parked on the racing line on the downhill left-hander. Hier ganz vorne an der Spitze kann Janne Liemann seinen Rückstand immer mehr zufahren. Es ist nur noch eine halbe Sekunde. Da wird Daniel über kurz oder lang jetzt Besuch bekommen. Und auch Björn kommt immer näher. Er hat eben schon wieder eine mega schnelle Runde in den Asphalt gebrannt. Björns Rückstand beträgt nur noch ein bisschen mehr als 4,5 Sekunden. Ben musste inzwischen abreißen lassen. Der Rückstand zum Björn beträgt 3,2 Sekunden. Und Björn gibt alles, um da wieder vorne ranzukommen. Hey Smithers. Yeah, thanks. That's my racing PB. I did a ridiculous time in qualifying, but that was with low fuel. Your hats, boys. And just driving as fast as you can. Without crashing, maybe. Oh, wir sehen hier, Juan Jimenez hat hier den nächsten Ausritt, wird da direkt von Björn überrundet. Juan hat ja heute auch ein bisschen mit dem Fahrzeug zu kämpfen. Ganz anders, unser Björn strikt auf dem Weg nach vorn. Unser Ben hier ungefähr 4,5 Sekunden hinterm Björn. Er hat allerdings schon knapp 11 Sekunden nach hinten Luft. Zu Kurt Klapper, den wir hier im Bild haben, da wird heute nicht mehr viel passieren. Kurt wiederum, bisschen mehr als 1,5 Sekunden zu Jason Krakowiak und Philipp Savoy, der Jason verfolgt. Die Plätze 5, 6 und 7. Hier hinten dann P8 Manning Brennan, P9 Keith Turner und auf P10 Jordi Figueira. P11 hinten dran auch noch Martin Reisman. Und dann schon wieder eine größere Lücke zu Lance Simon auf P12. Martin kämpft hier auch noch mit Jordi Figueira um den letzten Top-10-Platz. Die Jungs gehen jetzt in die 22. von 32 Runden, also haben wir noch 10 Runden auf der Uhr stehen. Janne ist jetzt hier ganz dicht dran. Und so wie es aussieht, macht hier Daniel Gales freiwillig Platz. Hinten dran unser Björn. Da haben wir den angekündigten Führungswechsel. Janne Liemann jetzt in Front vor Daniel Gales und von hinten kommt unser Björn angebraust. Weiterhin auf P4 Ben Summers und die Top 5 schließt unser Kurt Klapper ab. Bin ich echt mal gespannt, ob Björn das noch zufahren kann. Ben musste da jetzt abreißen lassen. Ich schätze mal, mit dem Ergebnis heute wird Björn dann endgültig den Sack zumachen in Sachen Meisterschaft. Wobei ich der Meinung bin, dass er bis hierhin überhaupt nicht mehr in Gefahr war. Unser Janne hat ja am Anfang auch um den Titel mitgekämpft, hat aber dann zu viele Punkte in der Saison liegen lassen. Oh, und hier hat es den nächsten Zwischenfall gegeben. Wir sehen es hier. Robert ist hier endgültig gestrandet. Schade. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Und im Replay nochmal schön zu sehen. Robert kommt hier in Turn 1 viel zu weit raus, gibt auf dem Dreck Gas. Das Auto dreht sich ein und er schlägt gegenüber dann in die Mauer ein. Da ist das Rennen jetzt hier auch endgültig vorbei. Sehr, sehr schade. Björn, unser Einhorn, hat jetzt hier die nächste schnelle Runde in den Asphalt gebrannt und wieder eine Sekunde runtergehobelt. Sind nur noch 3 Sekunden nach vorn. Wow. Und Daniel verliert jetzt hier auch gleich ein bisschen den Anschluss an Janne. Ich glaube, Janne hat da ein bisschen besser mit seinen Reifen gehaushaltet. Und hier haben wir auch mal den Fahrer im Bild, über den sich Byron gerade aufgeregt hat. Juan Jimenez hatte da den nächsten Zwischenfall. Das schauen wir uns direkt gleich mal an. Janne Liemann geht jetzt in Runde 24 von 32, also haben wir noch 8 Runden. Juan Jimenez verliert erneut sein Fahrzeug, Anfahrt Quick-Back-Kurve, dreht sich nach innen ein, rodelt durch Kies und schlägt dann in die Mauer ein. Das Rennen ist für heute vorbei. Wahnsinn, Björn hat jetzt hier nochmal ein Turbo gezündet. Der erste, der hier eine Zeit unter 1,7 gefahren ist, eine 1,6,650.
shenanigans or anything happens. Oh, come on, was? Und unser Björn kämpft hier beim Überrunden mit Russell Hamilton. Er hat sich auf unter 1,5 Sekunden rangekämpft an die zwei Jungs vorne. Das könnte jetzt nochmal einen richtig heißen Tanz geben. Da bekommen wir hier kurz vor Ende des Rennens einen heißen Dreikampf um den Sieg im Rennen. Was will das Zuschauerherz mehr? It's good news that we haven't seen Spear yet. So, unless he's had a real bad incident, but otherwise he should be in the top 12. Schade, dass unser Ben nicht ganz vorne mitgehen kann. We're going to be lapping 13th in a minute. Well, at some point. Yeah. Dankeschön. Das Führungstrio überrundet unseren Bayern, Daniel could have given it a run. der sich hier auch tapfer durchs Rennen kämpft, nachdem er am Anfang unschuldig von unserem Robert abgeräumt wurde. P15, bis jetzt das Maximum, was noch drin war. Und Björn befindet sich jetzt im direkten Windschatten von Daniel Gales. Der wird in den Spiegel schauen und schon wissen, was ihm da blüht. Unser Björn hatte aber auch in den letzten Wochen einen riesen Schritt gemacht. Er hat sich neues Equipment zugelegt und man sieht deutlich, wie er ans Grundspeed zugelegt hat. Und vor allem die Fehlerquote drastisch minimiert. Er liefert diese Saison absolut wahnsinnig tolle Rennen. Die Jungs gehen jetzt in Runde 28 von 32 und P1, 2 und 3 innerhalb von einer Sekunde. Ich denke mal, Björn wird da auch nicht lange fackeln, wenn er nah genug dran ist. Die Gruppe hier vorne hat inzwischen einen riesen Vorsprung auf den Rest des Feldes. Auf P4 Ben fährt er einsam und verlassen vor sich hin. Und während die Jungs hier vorne um den Sieg im heutigen Rennen kämpfen, hat man ein Stück weiter hinten im Mittelfeld den nächsten Unfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Oh, Keith Turner hier im Kampf mit Manning-Grinham verliert er sein Fahrzeug. Kommt er außen zu weit raus, die Kiste dreht sich ein und schlägt in den Reifenstapel ein. Rad ist ab und das Rennen ist zu Ende. Ach, das ist sehr, sehr schade, so kurz vor Schluss, Totalausfall. Sieht so aus, als könnte er noch weiterfahren, aber ich denke mal, da ist ein Reparaturstopp fällig. Man sieht hier, das Auto ist krumm, er stellt jetzt auch ab. Und währenddessen ist, wie vorhergesagt, unser Björn jetzt auch an Daniel Gales konsequent vorbeigegangen und ist ganz dicht an Janne Liemann dran, der jetzt, glaube ich, auch mit seinen Reifen ein bisschen zu kämpfen hat. Björn mit der nächsten schnellen Rennrunde, aber ranfahren und vorbeikommen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und Janne Liemann ist ja auch kein Nasenbohrer. Knapp 2,5 Runden hat Björn ja hier noch Zeit. Ich hoffe, dass sich die Jungs in die Kiste fahren und dann Daniel Gales hier als lachender Dritter dasteht. Das war schon mal ziemlich knapp. Und der Zweikampf geht jetzt hier in die nächste Runde. Daniel Gales fällt da schon ein kleines Stückchen ab. Der hat schon 1,2 Sekunden Rückstand und kann die Pace von den zwei Jungs hier vorne nicht mitgehen. Während sich da Janne Liemann heldenhaft vor Björn behaupten kann. Die Finnen sind ja allgemein im Rennsport sehr nervenstark. Deswegen glaube ich nicht, dass Björn da so einfach vorbeikommt am Janne. Björn versucht da Druck zu machen, wo es nur geht. Sucht da irgendwie einen Weg dran vorbei, aber Janne lässt ihm bisher keinerlei Chance. Stellt hier geschickt alle Wege zu. Bei die Jungs hier mit querstehendem Fahrzeug um die Mosskurve rumgeschmissen. Björn geht ja jetzt an die Seite, hier der nächste Angriff, schauen wir mal. Seite an Seite brettern sie jetzt hier die Andretti Straight runter. Aber Janne kann sich da scheinbar weiterhin von behaupten, er hat innen die bessere Position. Und wieder muss sich Björn hinten anstellen. Ein sensationeller Zweikampf hier um den Sieg in den letzten Runden. Also was uns Björn diese Saison präsentiert hat, da muss man eigentlich nur den Hut davor ziehen und kann sagen, den Titel hast du dir mit Fug und Recht verdient. Hut ab. Oh, thanks, buddy. Kurt Klapper hier ein einsames Rennen auf P5. Jason Krakowiak kommt da einfach nicht ran. Und Björn kommt einfach nicht an Janne Liemann vorbei. Nein! Oh no. Oh nein, und jetzt ist das eingetreten, was ich befürchtet habe. Björn und Janne sind kollidiert und Daniel Gales kann da nicht von profitieren, denn er ist mit in den Unfall verwickelt.
Das ist jetzt eine einmalige Chance für unseren Ben, der sich jetzt hier direkt rangekämpft hat. Ich schätze mal, beide Fahrzeuge werden hier beschädigt sein. Ich glaube, Janne hat da nicht ganz so viel abbekommen und ist auf und davon. Aber für unseren Ben könnte das hier eine Chance sein, den zweiten Platz abzuräumen. Des einen freut, des anderen leid. Janne Liemann wird jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. White Flag, last lap. Und wir schauen uns den Unfall jetzt gleich nochmal an. White Flag, last lap. Unten im Replay schön zu sehen. Janne hatte da einen leichten Verbremser und Björn war viel zu dicht dran und kracht ihm da volle Kanne hinten rein, dreht sich und Daniel Gales wählt da den falschen Weg und kracht direkt in Björn rein. Unglücklich gelaufen, die ganze Geschichte. Turn 1 und Ben drückt sich da hier konsequent neben Daniel Gales rein. Der wehrt sich hier noch, aber über kurz oder lang wird er wohl keine Chance haben. Toller Kampf hier von unserem Ben, da ist er auch durch. Und wir hatten eben noch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Den reichen wir jetzt direkt nach, während Ben jetzt auch an unserem Björn vorbeigegangen ist und somit auf P2 liegt. Da hat Björn gleich 2 Plätze verloren und fällt noch hinter Daniel Gales zurück. Da wird wohl Björn sein Fahrzeug ein bisschen mehr beschädigt sein. Jason Krakowiak auf P6 liegen. Verliert hier in Turn 2 sein Fahrzeug, dreht sich ein. 360, aber nichts weiter passiert, kann das Rennen hier zu Ende fahren. Verliert er nur ein paar Plätze, so wie es aussieht. Während Janne Liemann, unser Leader hier, auf den letzten paar Meter Richtung Ziel sich befindet. Ein ganz, ganz starkes Rennen von ihm. An der Stelle schon mal einen ganz herzlichen Glückwunsch. So ein kleiner Verbremser, das kann passieren. Wow. Ein ganz herzlicher Glückwunsch auch an unseren Ben auf P2. Super gemacht. Come on. Also Ben, top. Oh, here's Dan. Here's McIntosh. Yeah, I agree with you, man. Oh, here's Sarah. Evotech. Oh. Wow. Oh. Und Björn trotz Unfall P4, Glückwunsch. Oh, I knew I had to keep going. Because if you keep going, then you keep going, something will happen. Something, not always, but something happens. Quite often something happens. Oh, wow. P2. That's unbelievable. Spear P11, look at that. Almost the top 10 for the Spear. That's incredible. From the back of the grid. What should we say the same thing? Unser Bayern hat die Ziellinie auch noch gesehen. Er bringt das Fahrzeug auf P15 über die Ziellinie. Damit also Daniel Gales P3 und Kurt Klapper holt den letzten Top 5 Platz. Auch ein Top-Rennen heute. Das kostet mich richtig Meisterschaftspunkte. Björn hat da so viel Vorsprung in der Meisterschaft, da passiert gar nichts mehr. Das sind vorneweg 5, 6 Positionen da hinten. Und nicht noch mehr. No, I look back, that was huge next to us. We were probably 4 feet away from me when it flying off. Good result for you, Ben. Sorry for you guys. Yeah. Cheers. What happened? Did I can see on the replay? Did one of you guys lose it and the other one hit the other one? Yeah, Lehman lose it, I hit him, and then all of 3 of us was involved. Lehman carried on okay. Yeah, his rear wing flies away, and 2 meters later it appears again, and repair on the fly. Wow. And wow, guys. me and just have a look. Daniel lost. The results are in. This makes up for everything. 73 I rating, 2.3, 2360. Unbelievable. Unbelievable. Good race, everybody. 0.19 of safety. Oh, I managed to somehow get a 107.3. Maybe draft or just going crazy. Oh, my goodness. But Goodbye. Ciao.
Ja, liebe Zuschauer, so dicht liegen Freude und Leid beieinander. Fast hätte es noch für einen Saisonsieg von Björn gereicht. Nichtsdestotrotz war das ein Wahnsinnsrennen. Ein ganz herzlicher Glückwunsch geht hier nochmal an unseren Ben, der dadurch einen super Platz abgeschnappt hat. Würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, lasst es euch alle gut gehen und bleibt uns treu. Macht's gut. What the fuck? Fuck's sake! Sorry, Björn. I'm sorry, Björn. I missed my seat. Oh, wait, guys. Wish I could say the same.
Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.